Moin Giorno und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Ich hatte mal wieder richtig Bock auf authentisches Barbecue. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und dann kommt man natürlich absolut auf Kansas City Barbecue. Ja, dann habe ich mal geguckt, was nimmt man da so, was nehmen die so für Soßen, was nehmen die so für einen Rub. Übrigens den Rub dazu, falls ihr das Video schon hoch habt, den blende ich euch mal hier oben ein. Dann ging es mir noch um das Thema Soßen. Ja, und wenn es um Kansas City Barbecue geht, dann kommt man an der Maltz Barbecue Soße absolut nicht vorbei. Freunde, und dazu blende ich euch mal den Commercial aus den früheren 90er ein. Ab! A fire's a fire, a grill's a grill. What makes that meat a culinary thrill? It's what you do when you barbecue. You gotta roll it, Pour the good sauce on. roll it, Sizzle that flavor in. roll it. Appetites go wild. Don't waste your barbecue. You gotta roll it on, that's what you do. Don't waste your barbecue. Roll it. Ja, Freunde, sah das nicht appetitlich aus? Ich habe mich mal auf die Suche nach dieser Soße gemacht, nach der Maltz Barbecue Soße und wurde hier natürlich nicht fündig. Aber was ich gefunden habe, Freunde, ist ein, ich hoffe doch, möglichst authentisches Rezept, wie man diese Soße selber herstellen kann. Und genau das werde ich euch im folgenden Video zeigen, Freunde. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, ich probiere gerne Soßen, Rubs und alles Mögliche aus. Und da muss es natürlich auch die Maltz Barbecue Soße sein. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Im Video verstehe ich auch manchmal Morley, Maltz. Und wenn das einer von euch genauer weiß, dann würde ich euch darum bitten, das unten mal in die Kommentare zu schreiben. Nun legen wir aber los und ich zeige euch einmal die Zutaten. Die Zutaten dafür sind eigentlich relativ einfach und das meiste hat man eigentlich immer zu Hause. Und zwar sind das einmal passierte Tomaten. An Gewürzen da verwenden wir als erstes Paprikapulver. Das ist einmal Paprikapulver edelsüß und auch einmal zur Hälfte geräuchert. Dann haben wir einmal Knoblauchpulver, Zwiebelpulver und hier hinten versteckt sich dann noch Cayennepfeffer. An Flüssigkeiten einmal für die Säure ist das Apfelessig, für die Süße, man sieht es hier, das ist Rübensirup. Alternativ könnt ihr auch normalen braunen Zucker verwenden. Das ist ein bisschen schöner für die Färbung. Oder auch Honig, kann ich mir vorstellen. Und weil es Umami natürlich werden soll, Worcestersoße. Des Weiteren braucht ihr natürlich irgendwas zum Abfüllen. Ich habe hier so ein schönes großes Glas. Salz und Pfeffer noch zum Abschmecken. Da habe ich keine Mengen. Das werde ich mal unten reinschreiben, wie die anderen Zutaten, was ich da verwendet habe. Jetzt geht es an meinen Topf. Das Ganze machen wir in der Küche und da sehen wir uns gleich wieder. Hier nun in meiner Küche. Ich nutze hier wieder einen von meinen tollen AMT-Kochtöpfen. Liebe Grüße gehen raus an den Spletti für dieses tolle Geschirr. Wir stellen uns jetzt den Herd mal einmal zum Aufkochen auf mittlere Stufe. Ich mache es jetzt mal so auf 7 und dann geben wir mal alle Zutaten hinzu. Rühren wir uns mal um und kochen uns das Ganze mal einmal auf. Ne, ihr seht alleine schon die Färbung, das geht schon absolut in Richtung Barbecue. Ich glaube, ich kann auch ruhig ein bisschen höher gehen. So, während das Ganze jetzt warm wird, da taste ich mich jetzt mal mit dem Pfeffer mal ran. Und dann nehme ich jetzt erstmal einen Teelöffel. Und vom Salz, da nehmen wir uns gleich 2. Zwischendurch immer mal umrühren, damit der Rübensirup sich nicht unten absetzt und eventuell anbrennen könnte. So, meine Barbecue-Soße ist einmal komplett aufgekocht. Jetzt kann ich die ein bisschen runterstellen. Machen wir mal so auf 5 und dann darf sie noch mal so für 10 Minuten köcheln. 10 Minuten sind rum. Man sieht am Rand schon, dass sich ein bisschen Flüssigkeit reduziert hat. Auch beim Rühren merkt man, dass sie schon sämiger geworden ist. Seht ihr das, was das so für Bahnen zieht? Das reicht mir aber noch nicht ganz, deswegen lasse ich sie ruhig noch ein paar Minuten drauf. Aber wir werden jetzt einmal schon mal mit Salz und Pfeffer endabschmecken. Also an Pfeffer fehlt mir nichts mehr, aber an Salz gebe ich noch mal ein bisschen hinzu. Nochmal einen Teelöffel. Ich muss dazu sagen, ich verwende hier Meersalz. Das ist nicht
so salzscharf, nenne ich das mal, wie zum Beispiel so ein Tafelsalz. So, ich denke, ich gebe dem Ganzen jetzt noch 5 Minuten. Dann sollte das ungefähr die Konsistenz haben, so wie ich es bevorzuge. Ja, das muss jetzt nicht komplett sämig sein, es darf noch schön streichfähig sein. Bedenkt auch, wenn die Soße warm ist, ist sie noch flüssiger. Jetzt ist Zeit, dass ich mir mein Glas vorbereite. Das spüle ich jetzt mit kochendem Wasser aus, sodass ich danach dann die Barbecue-Soße einfüllen kann. So, zurück. Mittlerweile sind ungefähr 30 Minuten vergangen. Die Konsistenz ist jetzt so, wie ich sie haben möchte. Wird Zeit, sie jetzt umzufüllen in mein Glas. Schaut mal. So, das passt super hier rein. Und den Rest, den nehme ich mir jetzt hier zum Probieren. Deckel drauf. Dann auf den Kopf stellen. Herd können wir ausmachen. Und schon ist sie fertig. Meine Maltz Barbecue Soße aus Kansas City. Das Glas hier hat knappe 700 Milliliter. Ich denke, insgesamt sind dann 700 Milliliter Soße rausgekommen. Ich habe das Ganze gute 30 Minuten köcheln lassen und das hat für mich jetzt die Konsistenz, so wie ich sie benötige. Möchtet ihr das ein bisschen flüssiger, verringert ihr ein bisschen die Köchelzeit, wollt ihr das noch ein bisschen fester, müsst ihr halt noch ein bisschen länger köcheln. So, und jetzt zeige ich euch mal, ist noch leicht warm, wie die Konsistenz ist. Also man sieht, sie ist schon fester und dann werde ich mal probieren und euch beschreiben, wie die schmeckt. Am Anfang kommt eine leichte Säure, dann kommt das Tomatige durch und zum Schluss noch mal ein bisschen Süße und Schärfe. Ziemlich rund im Abgang, finde ich gut, passt. Ist im Gegensatz zu meiner Lamb's Barbecue Soße, das Video davon, das blende ich euch hier oben noch mal ein, weniger süß, mehr essiglastig, passt aber auch ganz gut dazu, denn die Barbecue Rubs in Kansas City sind generell zuckerlastiger und von daher passt diese Kombination zwischen essighaltiger Barbecue-Soße und vielleicht zuckerhaltigerem Rub ganz gut. Auf alle Fälle eine Soße, die ihr relativ einfach nachmachen könnt. Ihr könnt auf alle Fälle dieses Rezept auch als Grundrezept für andere nutzen. Ergänzt hier ein paar Kräuter. Macht das in die asiatische Richtung, indem ihr noch ein bisschen mit Teriyaki und Soja vielleicht arbeitet. Ihr könnt das Ganze noch schärfer machen in die Tex-Mex-Richtung, indem ihr da noch mehr mit Chili, Chipotle, Jalapeno arbeitet, wie ihr möchtet. Abschmecken müsst ihr es am Ende mal selber. Das, was ich euch unten reinschreibe, das ist das Rezept, was ich gefunden habe und mit Salz und Pfeffer nochmal abgeschmeckt habe. Und ich muss sagen, ich freue mich schon auf die Verwendung, denn das erfolgt morgen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles brauchen, aber ich denke, in den nächsten 3 bis 4 Wochen sollte ich das aufbrauchen. Wie lange die sich im Kühlschrank hält, das kann ich nicht sagen. Das müsst ihr selber für euch sehen. Hier ist viel Zucker drin, hier ist viel Essig drin. Die wird euch nicht in 2 Tagen im Kühlschrank schlecht. Und falls euch dieses Video über die Maltz Barbecue Soße gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, holt das hier vorne gerne nach. Und auf der Seite blende ich euch 2 weitere Videos ein. Oben meine Lamb's Barbecue Soße aus Chicago und unten ein aktuelles Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!